Medienprojekt Berlin präsentiert. Ich finde das schon faszinierend. Das ist eine Schablone. Ich habe PWS, das ist eine genetische Störung. Manchmal bin ich in alten Gefühlen. Hier ist eins meiner Lieblingsbilder. Wenn nicht malaysische Sprache ist, ist das total blöd auch. Eben, ich Hilfe brauche. Anträge, Gutachten. Island of Love. Es erscheint die Moderatorin. Ich begrüße euch zur 4. Ausgabe unseres inklusiven Videomagazins Das bin ich, gefördert durch die Aktion Mensch. Wir zeigen euch neue Kurzfilme und Animationen sowie ein Musikvideo. Die Filme haben sich Menschen mit und ohne Behinderungen ausgedacht und mit Unterstützung von Medienprojekt Berlin selber gedreht. Viel Spaß! Die 4. Ausgabe des inklusiven Videomagazins Das bin ich. Wirst du auch manchmal dumm angemacht wegen deiner Behinderung? Weil du vielleicht etwas wackelig läufst? Doreen erlebt sowas manchmal und ärgert sich darüber. Gemeinsam mit Linus hat sie über ihre Erfahrungen einen Trickfilm gemacht. Der Film entstand beim Trickfilmkurs des Medienprojekt Berlin. Ein Titel erscheint. Wer ist hier behindert? Ein Trickfilm über Mobbing. Man sieht die Oberbaumbrücke in Berlin-Friedrichshain. Links im Bild eine junge Frau mit sehr kurzen Haaren. Sie läuft die Brücke entlang und kommt näher. Die Frau läuft eine Straße entlang. Ein Mann kommt ihr entgegen und dreht sich um. Ist die besoffen oder was? Die junge Frau läuft an einem Mann vorbei. Und so weit läuft frei rum. Behindert. Ich laufe hier einfach, ja. Vor dem Brandenburger Tor. Die junge Frau läuft durchs Bild. 2 Männer stehen da, sie zeigen auf die Frau und lachen. Ein Vogel fliegt über die beiden hinweg. Er lässt auf beiden Köpfen etwas fallen. Hahaha. Die beiden Männer fallen um und liegen auf dem Boden. Die Frau wird gezeigt. Wer ist hier behindert? Linus hat bei der Beantragung von Hilfen jede Menge Erfahrungen mit Behörden und Krankenkassen gesammelt. Einige davon erzählt er uns jetzt. Im Behördendschungel. Der Kampf um das Recht, selbstbestimmt zu leben. Man denkt ja immer so, ja, man macht mal einen Antrag und bekommt dann Geld oder irgendwas. Wenn man dann an so einem Antrag sitzt, ist es wie ein unbezahlter Vollzeitjob manchmal. Nicht nur, dass die Formulare oftmals undurchsichtig ist oder nicht am PC ausfüllbar ist, sondern ausdrucken muss und per Hand da in sehr kleinen Feldern übers reinskritzen muss. Das ist schon alles mehr Aufwand und wie ich finde, ein sehr unnötiger Mehraufwand. Wenn man denkt, dass wir eigentlich voll im Zeitalter der Digitalisierung sind, könnte man sowas sehr, sehr vereinfachen. Man hat auch immer das leichte Gefühl, dass Ämter es mit Absicht machen, extra viele Zettel verlangen, um vielleicht doch zu bezwecken, dass ich als Antragsteller dann doch zurückschreibe und den Antrag gar nicht
mache, wenn mir dann zu viel Arbeit ist. Mein aktueller Antrag ist, ich will wieder in meine pausierte Ausbildung rein. Dazu möchte ich einen Fahrdienst haben. Übers persönliche Budget. Es gibt eine Regel, dass wenn man einen Fahrdienst beantragt, dass das Amt erstmal klären muss, ist diese Person führerscheinfähig. Da reicht es nicht, dass man sagt, ich habe eine Spastik oder man ist blind oder so, sondern man muss da echt Formulare ausfüllen, die bescheinigen, dass man kein Auto fahren kann. Ich finde das schon diskriminierend. Ja, also Anträge gerade bei Hilfsmitteln und so werden schnell abgelehnt. Ich wollte ein Badezimmer umbauen lassen und es gibt die Möglichkeit, 4.000 € zu bekommen für barrierearme Umbaumaßnahmen in seinen eigenen 4 Wänden. Tolle Möglichkeit, super. Problem dabei ist, ich hatte schon vor 8 Jahren schon mein Bad umbauen lassen. Da wohnte ich noch bei meinen Eltern. Haben sie mal abgelehnt und gesagt, sie haben doch schon mal ein Bad umbauen lassen. Dann habe ich den 1,5 Seiten Brief geschrieben, dass ich selbstständig sein will, dass ich eine eigene Wohnung habe und da auch einen Anspruch habe auf ein Bad. So, ein paar Gesetze rausgesucht, angehangen und schwupp hatte die Zusage. Da ist es so, man muss sogar in Vorleistung gehen. Der eine braucht erstmal 4.000 €, um die Firma zu bezahlen und kann dann die Rechnung mit einem Beleg zur Zahlung an die Krankenkasse stellen, was sehr viel Aufwand ist. Das ist alles neben Job, Vollzeitjob, neben Freizeit, sind einfach Arbeiten, die man monatlich noch dazu machen muss, nur um ein selbstbestimmtes Leben selber zu ermöglichen, was unfair ist. Der Antrag für persönliche Assistenz. Ohne dass man jemanden kennt, der Gesetze kennt, der genau weiß, was möglich ist und was erlaubt ist, hat man echt schlechte Karten. Dann stellt man den Antrag auf so und so viele Stunden am Tag Assistenz. Dann geht wieder los. Brauchst du wirklich so viele Stunden? Reicht es nicht weniger und kannst du da nicht sparen und da und da muss man oft erstmal erklären oder sich rechtfertigen, dass man ein Recht darauf hat, selbstbestimmt zu leben. So. Nun kommt ein neuer Beitrag von Silja aus unserer Reihe Blind in Berlin.
Sie zeigt uns dieses Mal, wie sie als blinder Mensch mit Geld umgeht. Geld. Blind in Berlin mit Silja Korn. Um festzustellen, was das hier für ein Euroschein ist, habe ich ein Hilfsmittel, das ist eine Schablone. Da kann ich dann, wenn ich ihn wirklich ordentlich einlege, feststellen, was es für einer ist. 20 € sind das. Man kann auch Münzen hineinstecken, brauche ich aber nicht, weil die Münzen alle unterschiedlich groß sind und die Ränder auch unterschiedlich geriffelt sind. So kann ich das gut feststellen. Karl hat immer das Gefühl, Hunger zu haben und konnte immer etwas essen. Er spricht über seine angeborene, genetisch bedingte Essstörung, das Prader-Willi-Syndrom. Das Prader-Willi-Syndrom, eine genetisch bedingte Essstörung. Bitte stelle dich kurz vor. Ich heiße Karl, 26 Jahre alt, lese gerne, gehe gerne ins Kino, schaue gerne DVDs. Welche Behinderung hast du? Ich habe PWS, das ist eine genetische Störung. Ausgesprochen wird es Prader-Willi-Syndrom. Wie wirkt sich das Prader-Willi-Syndrom bei dir aus? Als Baby hat man halt ist man halt schwach, eine Muskelschwäche halt, später dann auch, aber geht halt ein bisschen zurück, also dass man sich bewegen kann und gut auch ohne Hilfe zurechtkommt. Und dafür kommt halt dann diese Essstörung halt, dass man halt immer Hunger hat und so. Also bei mir ist es halt nicht so ausgeprägt, also ich werde schon satt auch. Könntest du kurz deine Lebensgeschichte erzählen? Zuerst war ich in der Schule, also wie jeder Mensch, und dann bin ich arbeiten gegangen in der Behindertenwerkstatt. Welche Tätigkeiten übst du in der Behindertenwerkstatt aus? Früher habe ich in der VIA-Werkstätten gearbeitet und jetzt bin ich in der Stephanus. Da mache ich alles Mögliche, so für Siemens, arbeite ich für Siemens. Also da machen wir so Aufträge für Siemens, so Kabelsachen. Und für so eine Autofirma, die heißt Bugatti, da mache ich so Ringe. Wie lange arbeitest du am Tag? 7 Stunden und gefällt mir, also macht Spaß. Wohnst du allein? Na, wenn ich alleine wohnen würde, dann würde ich halt nur essen, also laut der Diagnose zumindest. Und also, ja, deswegen muss ich halt in so eine Einrichtung nehmen, dass die halt darauf achten. Sonst würde ich halt zunehmen und immer weiter zunehmen und ja, irgendwann weiß ich, irgendwann sterben, ne, wenn ich dann. Was ist das für eine Einrichtung? Das ist eine Wohngruppe für Behinderte halt. Also ein ganz großes Haus, wie man sieht. Wie lange wohnst du schon in der Wohneinrichtung? Wir haben ja in der Herzbergstraße gewohnt. Also hier wohnen wir erst ein paar Monate halt. Und in der WG selber, also in der Herzbergstraße, wohne ich jetzt so 8 Jahre, glaube ich. Hast du Kontakt mit Menschen ohne Behinderung? Habe ich nicht viel, glaube ich, würde ich sagen. Also die ich habe, die sind auch eigentlich behindert. Wurdest du wegen deiner Behinderung schlecht behandelt? Na, in meiner ersten Schule wurde ich ja nicht gut behandelt. Also ich hatte nur einen Freund in meiner Klasse. Und ansonsten geärgert, beleidigt halt und ja, halt alles Mögliche. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ja, dass man vielleicht mehr Rechte hat als Behinderte, ja. Hat man jetzt vielleicht nicht so. Möchtest du noch etwas sagen? Jeder sollte so leben, wie er möchte, also sich nicht verändern halt, ne? Ja.
Gila hat eine psychische Krankheit und kann bestimmte Situationen nicht gut aushalten. Damit sie in einem stressigen Moment nicht die Nerven verliert, hat sie ein paar Sachen gelernt, die ihr helfen. Gila zeigt nun in ihrem animierten Film einige ihrer Tricks. Stress, ein Trickfilm mit Tipps in stressigen Situationen. Eine verdoppelte Figur aus Ton läuft vor grünen Polarlichtern. Manchmal bin ich in alten Gefühlen, die von früheren Situationen herrühren. Dann mache ich mir klar, dass ich jetzt in ziemlicher Sicherheit bin. Dann hilft es mir, meinen Atem zu betrachten. Ich verlangsame meinen Atem, weil mich das beruhigt, wenn ich gleichmäßig, regelmäßig aus- und einatme. Ich denke mir während des Atmens ein, aus, ein, aus. Hier befindet sich mein Tröstepunkt. Hier lege ich meine Hand längere Zeit drauf, das tröstet mich. Wenn die flache Hand auf dem Herz liegt, wirkt das beruhigend und tröstend auf mich. Wenn ich meine Hand auf das Nervengeflecht unterm Brustkorb lege, beruhige ich mich. Bei Anspannung hilft es mir, von der Hacke auf die Zehen zu wippen, hin und her. Die Hand gegen den Oberschenkel drücken und pressen wird von niemandem bemerkt, baut aber sehr gut Stress ab. Einige Tropfen 100%iges ätherisches Lavendelöl auf ein Stück Stoff träufeln. Dann den Stoff in den BH legen oder am T-Shirt auf die Innenseite mit Pflaster kleben. Der Duft hilft bei Traurigkeit, gegen Not- oder Panikattacken und bei Depressionen. Nawar macht gerne Fotos. Er hat am Fotokurs des Medienprojekt Berlin teilgenommen. Nawar war am 4. September bei der Unteilbar-Demonstration in Berlin dabei. Er zeigt uns nun einige seiner Fotos. Unteilbar. 10 Fotos von der Demonstration in Berlin. Hier auf diesem Bild sieht man einen Block. Gesundheit ist unteilbar, steht auf einem Schriftzug. Und es geht vor allem Solidarität zu zeigen mit den Leuten, die zum Beispiel obdachlos sind, die keine Gesundheitsversorgung haben und das auch nicht gewährleistet ist, dass sie was kriegen. Oder auch unter anderem Geflüchtete, die sowas auch nicht haben. Und hier ist eins meiner Lieblingsbilder. Dieses Bild zeigt 2 Personen, die sich gegenseitig anschauen und auch beide natürlich mit Maske. Die eine Dame, die etwas höher steht als die andere Person, die hat ein Schild, da steht drauf grenzenlose Solidarität. Und ich mag das so sehr, weil im Hintergrund sieht man noch die Bäume und man sieht halt eben auch die anderen Demonstrierenden. Und ich finde, es berührt mich sehr. Auf dem nächsten Bild sieht man ein Bild von Deutsche Wohnen enteignen. Da geht es halt eben in der Problematik vor allem darum, dass Leute zu viel bezahlen sollen für ihre Wohnung und dass das halt eben nicht fair ist. Deshalb habe ich dieses Bild ausgesucht und im Vordergrund sieht man, wie halt eben eine Menschenmasse läuft und im Hintergrund sieht man Fahnen von Deutsche Wohnen enteignen. So, jetzt haben wir hier ein Bild, wo eine Gruppe trommelt. Das sind die Solartrommler.
Jeder konnte mitmachen, jeder konnte mittrommeln. Und die haben auch so eine Lautsprecher, wo die dann mitgesungen haben. Und eine Person im Schwarz, die auch vorher eine Rede gehalten hat, die klatscht dazu, euphorisch, und ich fand es einfach herrlich. Auf diesem Bild sieht man eine Menschenmasse, die auch demonstriert. Also ich habe das Foto aufgenommen auf der Bühne und das Foto zeigt halt eben die Demonstrierenden vom Strausberger Platz bis zum Alexanderplatz. Und das war so ein schönes Momentum, was ich eingefangen habe, weil das zeigt, wie solidarisch die Leute miteinander umgehen und dass sie auch alle gegen Rassismus und gegen Intoleranz auf die Straße gehen. Jetzt ist ein Bild aufgenommen worden, was auch auf der Website von der Unteilbar mit drauf ist. Da steht drauf: Menschen schützen, nicht Grenzen. Und dieses Bild ist ein Symbol in meinen Augen für diese Demonstration gewesen, weil es vor allem darum geht, die Menschen zu schützen und nicht die Grenzen, die Ländergrenzen. Dieses Bild gehört auch zu meinen Favoriten, weil das zeigt einmal Afrop. Afrop ist ein Musiker, der vor allem in den 90er Jahren, 2000er Jahren bekannt war. Und im Hintergrund sieht man die Menschenmenge, die auch mittanzt und mitjubelt und auch mit applaudiert. Ich fand es sehr schön. Auf diesem Bild ist ein Transpi-Wagen. Das bedeutet, auf diesem Wagen wird dann später auch gesprochen. Und auf diesem Wagen steht oben Hashtag NoAfD. Ihr wisst wahrscheinlich, was das bedeutet, weil das gegen diese Partei AfD ist. Unten drunter sind zwei Transparente. Auf dem einen steht: Wir stehen auf gegen Rassismus. Und auf dem anderen steht: Rassismus spaltet, stoppt die AfD. Und das fand ich als Aussage so prägnant, dass das eigentlich dabei sein muss. Jetzt haben wir hier zwei Frauen, die im Vordergrund sind. Die eine hält ein Schild mit My Body, My Choice, also mein Körper, meine Wahl. Die andere Dame hat ein Schild mit Weg mit Paragraph 218 und Paragraph 219a, wo es vor allem darum geht, um Abtreibung. Ich fand halt eben die Situation schön. Und im Hintergrund hat man noch eine LGBT-Fahne, die halt eben auch gegen Ausgrenzung steht. Das habe ich aufgenommen auf der Demonstration vom Blog von Amnesty International. Man hat 6 Plakate. Auf dem einen steht Flüchtlingsschutz stärken. Auf dem anderen steht kein Platz für Rassismus. Auf dem anderen steht Menschenrechte sind unteilbar. Dann gibt es noch eins, wo drauf steht Black Lives Matter, was mir besonders gefällt. Und man hat noch ein Schild, wo drauf steht No Racism, also kein Rassismus. Genau, und ich fand einfach die Situation total schön, dass vor allem auch so viele Leute mit dabei waren. Und wir waren ja zwischen 10.000 und 30.000 Leute. Christian Specht ist Mitglied im Vorstand der Berliner Lebenshilfe. Er hat das Berliner Behindertenparlament ins Leben gerufen. Christian stört sich daran, dass es bei Wahlen zu wenig Informationen in leichter Sprache gibt. Linus hat mit Christian darüber gesprochen. Leicht wählen. Über leichte Sprache bei Wahlen. Christian sitzt auf einer Terrasse, Linus kommt ins Bild und setzt sich neben ihn. Die Parteien haben ja Wahlprogramme. Ja. Informierst du dich persönlich? Meine Betreuerin hat gestern mir gesagt, sie will mal gucken, wie er was finden, auch mit leichter Sprache und da will sie mir helfen und da mal gucken, was die Parteien da anbieten. Und ich meine, okay, die Wahlplakate sind eh nicht mehr leichte Sprache. Ich meine, wäre es gut finden, wenn die Wahlplakate auch mit
leichte Sprache ist. Dann könnte man das besser verstehen auch, an Inhalte sozusagen. Also, wenn du dich informieren willst, bist du auf die leichte Sprache angewiesen. Ja, sonst wird das total schwer, wenn ich jetzt so ein Wahlprogramm habe, was nicht mehr leichte Sprache ist. Ja. Ich meine, okay, wenn jetzt ein Flyer, wo die Kandidaten drauf sind, Bilder, dann ist okay, dann kann man das auch erkennen, aber wenn nicht mehr leichte Sprache ist, ist das total blöd auch. Zusammen. Dann hast du keine Chance, dich dann kann man nicht viel machen zusammen. Was meinst du, denkst du, man sollte dieses verpflichten, dass die Parteien leichte Sprache anbieten müssen? Ja, ich bin dafür, die Parteien müssen dazu verpflichtet werden, auch mit leichter Sprache was zu machen. Und wenn man denen das nicht sagt, dann machen die das auch nicht. Zu sagen. Dann ist das sehr schwer bei den Politikern. Dann kümmern die sich darum auch nicht. Weißt du, nun mal, ich war auch mal bei einer Veranstaltung, bei den Grünen mal war das, und da ist mir aufgefallen, das war total schwer. Die haben da geredet und ich habe es nicht verstanden, um was die da reden tun. Da war so eine Versammlung vor denen. Das war total blöd, war das auch. Und langweilig auch danach zu sagen. Wenn du wählen gehst, kannst du wie jeder einfach in eine Kabine und setzt dein Kreuz? Oder? Ich habe zum Beispiel letztes Mal, wo ich in eine Kabine gegangen bin, in eine Wahlkabine, habe ich Unterstützung gebraucht. Und ich werde diesmal vielleicht auch anders machen. Ich werde das diesmal nicht in eine Wahlkabine gehen, ein paar Wahlbriefe über meine Betreuerin bete und dieser mir da helfe dann auch. Und dann gucken wir mal nach, was da zu sagen. Welche Partei da antritt und welche nicht. Mal gucken, was da passiert. Also du willst Briefwahl machen und ja, dann nicht. Mit deiner Betreuerin, die hilft dir dann, die hilft mir. Das zu verstehen. Ja. Oh. Vertreibung, Flucht und die Entfremdung. Alltags für viele geflüchtete Menschen. Sie suchen in fremden Ländern ein besseres Leben. Dort herrschen aber oft Ignoranz, Gefühllosigkeit und Egoismus der Starken. Im folgenden Spielfilm erlebt ein junger Vietnamese dies am eigenen Leib. Clueless, ahnungslos in der Ausländerbehörde. Man sieht ein Zimmer mit einem Schreibtisch. Darauf liegt ein Wörterbuch. Ein junger Mann setzt sich auf den Bürostuhl, in der Hand hält er einen Stapel mit Papieren. Er nimmt den Stift und schreibt etwas in ein Dokument. Er blättert im Wörterbuch und schreibt wieder etwas in das Dokument. Er schaut verwundert hin und her, vom Wörterbuch auf das Blatt Papier. Der Vietnamese schreibt weiter in das Dokument. Er blättert wieder im Wörterbuch. Und schreibt wieder in das Dokument. Er blättert wieder im Wörterbuch. Dann schlägt er genervt den Einband des Wörterbuches zu. Der junge Vietnamese blättert in den ausgefüllten Papieren. Er wirft verärgert Stift und Papierstapel auf den Schreibtisch. Dann legt er verzweifelt seinen Kopf in seine aufgestützten Hände.
Einige Tage später. Die Tür des Bürokomplexes öffnet sich, der junge Vietnamese betritt den Hausflur und läuft die Treppe hoch. Er klopft an eine Bürotür. So, jetzt kommen Sie mal rein jetzt hier. Wer ist da? Der Vietnamese betritt das Büro, darin sitzt ein Beamter mit leicht ergrautem Haar. Guten Tag. Ja. Der Vietnamese setzt sich an den Schreibtisch auf einen Stuhl. Ich brauche Hilfe. Ja, was gibt's denn nun? Der Beamte ist nah zu sehen. Ich Hilfe brauche. Also ich verstehe Sie jetzt überhaupt nicht, ja? Ich Asylar und ich Hilfe brauche bei Asylarpapier, Asylar schreiben. Ich nicht gut Deutsch und ich brauche Hilfe. Ja, das haben Sie gesagt, aber ich verstehe Sie nicht. Können Sie vielleicht irgendwie mir sagen, worum es geht? Ich schreibe ein Formular, ich muss Formular schreiben und ich Hilfe brauche. Und Formular, Papier, Formular. Hier, Formular, Papier, ich Hilfe brauche. Der junge Vietnamese überreicht dem Beamten einen Stapel Papiere. Bescheinigung zur Asyl. Und was wollen Sie von mir? Ich soll Ihnen das ausfüllen? Sie helfen mir. Der Vietnamese schaut verschüchtert auf den Beamten. Moment mal, ich rufe mal einen Kollegen an hier. Moment jetzt mal. Der Beamte tippt auf ein Telefon und telefoniert. So, Herr Müllhoff? Ja, ich habe hier einen Vietnamesen sitzen, der versteht überhaupt nichts, der kann nichts sagen und hat mir hier irgendwelche Formulare mitgebracht, mit denen ich selber auch nicht anfangen kann. Kommen Sie mal, ist es möglich, dass Sie mal runterkommen? Naja, gut, dann rufe ich noch mal jemand anders an. Der Beamte tippt nochmal auf ein Telefon. So, ja, Herr Hildebrand? Ja, hier sitzt bei mir so ein Vietnamese, der versteht überhaupt nichts, der spricht kein Deutsch und hat mir hier irgendwie so Formulare gebracht, mit denen ich auch nicht anfangen. Können Sie vielleicht mal runterkommen, dass wir mal gucken können, worum es hier geht? Ja, na gut, dann machen wir es so. Gut, dann eben nicht. Also. Der Beamte legt den Hörer auf. Ich melde mich bei Ihnen, ja, ich gehe die Formulare nochmal durch, ich frage nochmal einen Kollegen und dann werden wir uns bei Ihnen melden. Telefonnummer haben wir ja. Ja, nach Hause. Sie können jetzt nach Hause gehen. Ah, Hause. Oh, okay, nach Hause, okay. Guten Tag. Ja, alles Gute. Ja. Der junge Vietnamese verlässt das Büro und schließt die Tür. Der Beamte sitzt nun alleine im Büro und blättert in den Papieren. Ach Mann, das ist aber auch ein Mist hier mit diesen Formularen. Manometer, nee. Manometer, nee. Er legt seinen Kopf auf seine aufgestützte Hand. Eine weiße Schrift erscheint. Ein Monat später. Unser vietnamesischer Freund musste in seine Heimat zurückkehren und der Beamte verlor seine Arbeit. In unserem nächsten Beitrag geht es um das Thema Werkstätten für behinderte Menschen. Yvonne hat viele Jahre in einer Werkstatt gearbeitet. Adrian und Uli haben mit ihr darüber gesprochen. In die Ecke abgestellt. Erfahrungen in einer Werkstatt. Ich bin die Yvonne und habe eine eigene Wohnung in Spandau. Du hast auch in einer Werkstatt gearbeitet. Ich war 10 Jahre in einer Behindertenwerkstatt und bin jetzt ein Jahr auf Rente. Und ich habe da Montagearbeiten, Sozialarbeiten gemacht, also alles, was so angefallen ist. Und zum Schluss haben sie mich nur in die Ecke abgestellt und dann gesagt, ich kann das sowieso nicht. Und dann habe ich zu meinen Betreuern gesagt, wisst ihr was, dann kann ich auch aufhören.
Ich gehe nicht umsonst so früh auf und sitze da nur 5 Stunden in einer Ecke oder 8 Stunden und langweile mich da. Was war denn das für eine Arbeit? Wir haben immer Grafiktablet, also Grafiktablet, Teile, die wurden bei uns einzeln angeliefert und dann mussten wir die einzelnen Teile zusammenbauen. Und das hast du 10 Jahre lang gemacht? Ja, wir waren 750 Mitarbeiter insgesamt. Wir waren insgesamt mit die größte Werkstatt von uns. Du hast dich da eigentlich ganz wohl gefühlt? Nein. Von Anfang an nicht? Von Anfang an nicht. Was ist da so passiert? Ich wurde da sogar sexuell belästigt. Die letzten 2 Jahre, wo ich da gearbeitet habe, waren für mich die reinste Katastrophe. Und gab es da für dich dann irgendwelche Ansprechpartner, mit denen du darüber... Nein, meine Gruppenleiter haben sich in den 20 Jahren, die ich keine Werkstatt war, hat sich keiner dafür interessiert. Ist wirklich so. Kannst du mal so erzählen, wie so dein Arbeitstag so ausgesehen hat und was du so verdient hast? Also ich hatte im Monat 100 Euro haben wir gekriegt. Und wie lange hast du dafür gearbeitet? Von 7:30 bis 2:30. Und musste aber schon frühmorgens um 5:45 aufstehen, weil um 7 der Fahrdienst kam. Darf ich dich fragen, wie alt du da warst, als du angefangen hast, in der Werkstatt zu arbeiten? 1920. Bei mir war es so, es gab nur eine, die mich genommen hat. Und das war diese Werkstatt. Aber nachher zum Schluss wollte ich selbst da nicht mehr hin, weil ich mich da irgendwie gesagt nicht wohl gefühlt habe. Im nächsten Beitrag zeigen wir einen Stop-Motion-Trickfilm über eine Utopie der Berliner Ratten. Eine kleine Geschichte vom ängstlichen Loser und seinen 2 Freunden, Plus und Minus, und wie Loser mit deren Hilfe seine Angst überwindet. Schaffen es die Ratten von Berlin nach Tokio? Der Film entstand bei Trick Film Kurz des Medienprojekt Berlin. You are the Champion. Die Utopie der Berliner Ratten. Ratten kommen von allen Seiten. Loser sitzt bzw. hängt im Gestrüpp links der Treppe. Die Berlin Rats stützen und schieben sich fröhlich gegenseitig im Rhythmus der Musik in Richtung Brandmauer und verschwinden. Loser kommt vorsichtig aus seinem Versteck.
Er rollt sich zusammen und versteckt seinen Kopf unter den Vorderbeinen. Minus und Plus rasen beide auf Loser zu. Sie beißen und zwicken ihn, er hebt den Kopf. Plus flüstert etwas in Minus Ohr. Minus verschwindet. Plus tröstet Loser und nimmt seinen Kopf in seine Arme. Rechts kommt ein gelber Hochsprungstab in Sicht, Minus trägt ihn, Plus springt ihm entgegen, nimmt die Spitze des Stabes samt Minus und zieht ihn zu Loser. Loser reagiert neugierig. Plus verlässt die Szenerie rechts über das Garagendach. Minus balanciert mit dem gelben Stab auf einem gespannten Seil vom Fernsehturm auf ein Hochhausdach. Loser, auf einem anderen Hochhaus sitzend, schaut interessiert zu Minus. Minus legt den Stab ab und macht Luftsprünge, beinahe abgestürzt. Loser nimmt all seinen Mut zusammen und springt zu Minus hoch aufs Dach. Minus lässt sich auf die Erde fallen, Loser schaut ihm kurz nach, nimmt den Stab in seine Pfoten und richtet sich auf, lässt seinen Schwanz auf und ab schwingen und hebt ab. Er fliegt. Unter ihm Schaulustige und auch Plus ist dabei. Vorbei geht es am Fernsehturm hoch in die Luft. Wolken bleiben hinter ihm und er wird immer schneller. Das Oval des japanischen Olympiastadions taucht unter Loser auf. Loser fliegt von oben rechts in das Stadion hinein. Er lässt den Stab fallen und landet mit einem Salto in der Mitte des grünen Spielfeldes. Stolz dreht er sich vor den Fans um sich selber. Plus kommt auf ihn zu. Sie umarmen sich. Minus kommt von vorne mit einem Schild, darauf steht Champion und überreicht es Loser. Minus und Plus nehmen Loser auf die Schultern und alle lassen ihn hochleben. Im Dschungel der Bürokratie. Jede und jede von uns allen hat mehr oder weniger mit Behörden, Ämtern und Krankenkassen zu tun. Menschen mit Behinderungen machen im Behördendschungel noch schlimmere Erfahrungen. Darum geht es in unserem kurzen Spielfilm. Danach erzählt uns Gila von ihren persönlichen Erfahrungen bei der Beantragung von Hilfsmitteln. Der Antrag, ein Spielfilm. Eine ca. 60-jährige Frau sitzt in ihrer Wohnung auf einem Bett. Wir nennen sie Frau Müller. Sie nimmt aus einer Dose eine Tablette und steckt sie in ihren Mund. Die Frau steht auf, geht zu einem Regal. Darin stehen sehr viele Aktenordner. Sie zieht einen Ordner und eine Mappe mit Akten heraus und geht zurück zum Bett. Dort sortiert sie die Akten. Frau Müller wählt eine Nummer auf ihrem Smartphone. Hallo? Guten Tag. Hallo. Aufkommens kommt es aktuell zu längeren Wartezeiten. Leider kann es noch einen Moment dauern. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ja. Sie spricht genervt in ihr Telefon. Ja. Über welches Thema möchten Sie mit uns sprechen?
Es geht um den Antrag auf Assistenzstunden. Sagen Sie mir einfach kurz, worum es bei Ja, Ihnen ich geht. möchte einen Antrag auf Assistenzstunden verlängern. Wieso muss ich das Formular schon wieder ausfüllen, obwohl sich an meiner Situation nichts geändert hat? Ich verbinde Sie jetzt mit einem Kundenberater. Es geht um den Antrag auf Assistenzstunden. Könnt ihr den Antrag dann bitte bei der Pflegekasse stellen? Da sind wir die falsche Behörde. Nee, der Mitarbeiter ist gerade nicht da, der hat Urlaub, der ist in 2 Wochen wieder hier. Da könnten Sie dann bitte nochmal anrufen. Das kommt eindeutig zu spät, der Antrag hätte viel früher hier sein müssen. Nee, Sie haben doch schon 3-mal hier angerufen, da kann ich wirklich nichts mehr für Sie tun. Kann Ihnen immer nur die gleiche Auskunft geben. Ich kann da nicht helfen. Leider sind Ihre Unterlagen unvollständig. Also nee, das Formular war das Falsche, was Sie geschickt haben. Der Antrag ist hier noch nicht eingegangen. Nee. Solange Sie das Gutachten über den Grad der Behinderung nicht vorlegen, können wir Ihnen überhaupt nicht helfen. Das ist das Erste, was Sie tun müssen. Dann können wir hier weitersehen im Gespräch mit Ihnen. Ganz wichtig ist der Antrag auf die persönliche Assistenz. Ohne den geht einfach gar nichts. Das muss einfach vorliegen. Und vor allen Dingen auch der Beleg der Krankenkasse, dass Sie die Maßnahme, diese Förderung bewilligen. Das müssen wir als Ärzte bringen. Dann können wir sehen, wie wir Ihnen helfen können. Ja, vorher können wir nichts tun. Gar nichts. Wenden Sie sich bitte an Kollegen Schneider im nächsten Raum. Okay. Sie können hier auch nicht einfach so reinplatzen. Ich bin im Telefonat. Nee. Das müssen Sie nochmal mit der Kollegin Schneider klären. Die hat die Durchwahl 273. Die Vorwahl ist dieselbe. Aber da bitte wirklich nochmal die Frau Schneider ansprechen. Tut mir leid, die Kollegin ist zu Tisch. In einer halben Stunde vielleicht nochmal durchrufen, bitte. Die gleiche Nummer, aber bitte eine halbe Stunde später. Die ist gerade zu Tisch. Der Beamte legt den Hörer auf. Die Frau telefoniert noch einmal. Eine Beamtin geht ans Telefon. Was kann ich für Sie tun oder wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um den Antrag auf Assistenzstunden. Ja, die Verlängerung der Assistenz. Wieso muss ich das Formular schon wieder ausfüllen, obwohl sich an meiner Situation nichts geändert hat? Das ist doch absurd. Ja, ich kann da nochmal nachgucken, das hatte ich ja auch gesagt, aber wie ich Ihnen bereits gesagt habe, es sind lediglich die Kontoauszüge da, der Rest ist nicht bei mir. Was, die Kollegin ist krank, wer ist denn jetzt da bitte in Vertretung? Und wo das ist, das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Wer soll da durchsteigen? Jedes Jahr so viele Papiere. Man bräuchte ein eigenes Sekretariat für diese Sachen. Ich habe 2 Sozialarbeiterinnen. Nur deshalb. Ich bräuchte überhaupt keine Sozialarbeiterin, wenn ich nicht so viel Ärger mit ihnen hätte. Man braucht eine Ausbildung dafür, um durch den ganzen Antragsirrsinn durchzusteigen. Nächste Woche. Und während der Zeit habe ich keine Assistenz. Ich bin total unversorgt. Das muss ich jetzt einfach akzeptieren. Na wunderbar. Wunderbar. Ich bin begeistert. Okay, dann rufen Sie mich an. Nein, ich muss wieder anrufen. Gut. Dankeschön. Wiederhören. Die Beamtin legt auf. Das Gesicht von Frau Müller wird nah gezeigt. Die Frau schreibt mit der Hand einen Brief an das Amt. Sie reißt das vollgeschriebene Blatt von einem Schreibblock und faltet das Blatt Papier und steckt es in einen Briefumschlag. Sie klebt den Umschlag zu und beschriftet ihn. Sie klebt eine Briefmarke auf den Umschlag. Sie steht mit dem Brief in der Hand auf und öffnet die Zimmertür und verlässt die Wohnung. Sie setzt sich in einen Elektrorollstuhl und fährt aus dem Bild. Sie
fährt mit ihrem Rollstuhl eine Straße entlang. Sie fährt über einen Bordstein. Sie fährt durch eine Baustelle zu einem gelben Briefkasten. Der Briefkasten ist zugestellt mit Fahrrädern. Sie fährt an den Fahrrädern vorbei und schmeißt 2 Briefe ein. Sie fährt aus dem Bild. Wir sehen die junge Beamtin in ihrem Büro. Möchten Sie eine Störung melden? Wählen Sie 1. Sie telefoniert. Für alle Service- oder Rechnungsanfragen wählen Sie bitte 2. So, also wie ich Ihnen beschrieben habe, ich bin bei mir auf der Arbeit. Das heißt, ich habe absolut keinen Einblick in meine Unterlagen. Ist jetzt aber das erste Mal, dass ich sie erreiche seit einer Woche. Es geht darum, wie ich bereits erwähnt habe, dass 500 € von meinem Konto abgebucht wurden, obwohl ich erst seit einer Woche Kundin bin. Genau. Können Sie mir da nicht einfach sagen und in meine Unterlagen gucken, in meine Akten gucken und sagen, was da das Problem ist? Ja, da liegt ein Missverständnis vor, das ist mir ja klar. Ja, dann mit meinem Namen und meinem Geburtstag kann ich Ihnen weiterhelfen, alles andere habe ich nicht. Gut, dann danke ich Ihnen für gar nichts und würde sagen, melde mich dann nochmal, ne? Die Beamtin lässt sich in ihrem Bürostuhl fallen. Ein grauhaariger Beamter betritt das Büro. Mein Telefonanbieter, ja, den habe ich ja gewechselt. So, und jetzt habe ich eine Rechnung von 500 €. Ich weiß nicht wieso, ich verstehe es nicht, ja. Ich erreiche da niemanden. Seit einer Woche rufe ich da an. Erst keiner zuständig, dann irgendwie verschoben, geht keiner ran. Ja, also ich bin völlig überfordert. Was soll das? Ich meine, das ist... Moment. Frau Müller fährt ins Büro. Moment! Ich hatte Moment gesagt. Wer sind Sie? Warum stehen Sie jetzt bei mir hier im Büro? Was soll das? Ich bin Gabi Müller. Ich habe hier meine Anträge auf Assistenzstunden. Ich habe schon 1000-mal mit Ihnen telefoniert. Ich bin stinksauer. Schauen Sie sich das mal an. Okay, um Gottes Willen, das ist eine Menge. Das ist ein fetter Stapel. Was soll ich damit machen? Wie soll ich da durchblicken? Das ist ein Antrag, das sind viele Anträge, immer mit der gleichen Sache. Ich finde auch, dass das viel zu viel ist. Wie soll ich denn da durchblicken? Anträge, Gutachten, Abschriften, Widersprüche, Gutachten, Anträge, Formulare. Die ganze Zeit schicken Sie mir Briefe, dann warte ich wieder ewig auf einen neuen Brief. Dann gehen Sie nicht ans Telefon, dann ist wieder nur Ihre Kollegin erreichbar. Dann ist die in Urlaub, die nächste ist krank und... Es ist unglaublich, was machen Sie eigentlich hier mit uns Behinderten? Wollen Sie uns wahnsinnig machen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Ist es irgendwie Absicht hier, dass wir total entmutigt sind? Das ist der Hammer, was hier abläuft. Können Sie sich das vorstellen, wie es mir geht? Sie können gleich einen Psychiater rufen, bin ich auch gewohnt. Schauen Sie nicht so blöd, ich bin diejenige, die sich ärgert. Ist jetzt endlich mal Schluss. Auf dem Fußboden verteilt liegen zahlreiche Dokumente und Papiere. Im Büro des Beamten. Er zieht ein Formular aus einer Ablage und geht damit zum Aktenschrank. Frauenhände klappen einen Ordner zu. Die Beamtin nimmt den Ordner und stellt ihn in den Aktenschrank. Sie schließt die Schranktür. Es ist sehr entwürdigend im Dschungel der Bürokratie. Ich heiße Gila Stromer. Ich bin 61 Jahre alt, Schmerzpatientin und habe eine psychische chronische Erkrankung. Ich lebe in einer WG und es geht mir seelisch ganz gut meistens, weil ich viele Therapien gemacht habe, um durch eine harte Biografie zu kommen und trotzdem ein glückliches Leben zu führen. Aber ich habe sehr viel Ärger mit Behörden und Krankenkassen. Das ist wirklich unglaublich empörend. Zum Beispiel um diesen Rollstuhl habe ich seit 1996 gekämpft. Das ist der einzige Rollstuhl, der meiner Schmerzerkrankung einigermaßen entspricht. Trotzdem wurde mir nicht alles genehmigt, was ich beantragt habe, auch zu diesem Rollstuhl.
Ich habe viele Jahre um meine Erwerbsunfähigkeitsrente gekämpft. Ich habe um den Grad der Behinderung Jahrzehnte gekämpft. Immer wieder wurde mir nur eine kleine Erhöhung genehmigt, die überhaupt nicht meiner Erkrankung entsprach. Und ich musste wieder in Widerspruch gehen, wieder ein medizinisches Gutachten über mich ergehen lassen. Dann wurde es wieder ein bisschen erhöht, bis ich nach, ich weiß nicht, 12 Jahren oder so endlich 100% bekam. Äußerst gehbehindert und so weiter. Aber tatsächlich vor 3 Jahren etwa hat mir das LAGESO Berlin plötzlich alle Schwerbehindertenpunkte und den Grad der Schwerbehinderung entzogen. Einfach aufgrund eines Verfahrenfehlers. Aber ich stand da mit der Angst. Ich musste mir einen Anwalt nehmen, der das wieder in Ordnung gebracht hat. Den musste ich bezahlen. Seit Jahrzehnten kämpfe ich um ausreichend Assistenzstunden, damit ich überhaupt hauswirtschaftlich versorgt bin, geschweige denn Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das wird mir verwehrt. Es ist jedes Jahr ein neuer Kampf. Immer wieder ärztliche Gutachten in meinen Privaträumen. Das ist unglaublich. Da kommen mehrere Personen und begutachten mich. Wie ein Stück Fleisch fühle ich mich da zur Schau gestellt, ehrlich gesagt. Das ist sehr entwürdigend. Aber was mir passiert durch meine psychische Erkrankung und durch diesen jahrzehntelangen Kampf, wenn ich am Telefon im Gespräch mit einer Sachbearbeiterin Willkür erfahre, dann werde ich sprachlos, anstatt mich wehren zu können. Ich kann mich super für andere einsetzen, aber für mich selber fällt mir schwer. Deshalb brauche ich 2 Sozialarbeiterinnen. Für die muss ich auch kämpfen, damit ich die überhaupt bekomme. Die telefonieren mit mir, die dürfen nur in meiner Gegenwart telefonieren und ich muss teilnehmen, egal wie erschöpft ich bin, egal, ich nehme Morphium in einer der höchsten Dosen überhaupt, egal wie schlecht es mir geht, muss ich das selber tun, das hat das Amt mir auferlegt. Genauso wie das Amt mir auferlegt hat, dass meine Assistentin eine hauswirtschaftliche Ausbildung haben muss. Überhaupt nicht zu finden bei der niedrigen Entlohnung, die das Sozialamt für die Assistenzstunden zahlt. Das sind absurde Forderungen und die führen dazu, dass ich nach einer OP am offenen Herzen ganz ohne Assistenz dastand, monatelang. Ich habe zum Beispiel einen Kostenübernahmeantrag bei der Krankenkasse für Cannabis als Medizin gestellt und muss da immer noch prozessieren, nach Jahren mit Anwalt. Zahle natürlich auch ich. Die Assistenzstunden, die Anwältin zahle auch ich. Aber ich bitte euch, könnt ihr euch vorstellen, wie wenig Geld man hat, wenn man mit 35 schon erwerbsunfähig wurde? Ich habe natürlich eine ganz geringe Rente. Zum Glück habe ich Sozialarbeiterinnen, die engagiert sind und für mich Krankenfahrten zum Arzt erkämpft haben. Ich kenne Mitpatientinnen, die genau wie ich kaum gehen können, die keinen Rollstuhl haben, die keine Assistenz haben, die keine Fahrten haben, einfach weil sie niemand haben, der sie unterstützt. Und weil sie diesen Marathon durch die Ämter auch kräftemäßig und nervlich nicht durchhalten. Ich denke nur, wenn es schon Behindertenrechte gibt, dann sollte man die auch in Anspruch nehmen. Dafür sind sie schließlich da. Dass aber alles erstmal abgelehnt wird, was man beantragt hat, damit habe ich nicht gerechnet. So etwas Sinnvolles wie Ernährungsberatung lehnt die Krankenkasse bei mir ab. Schaut euch mal an, wie ich aussehe. Ich muss ja dringend abnehmen. Ich habe mehrere Stoffwechselkrankheiten. Trotzdem wurde das abgelehnt, obwohl das ja meiner Gesundheit sehr förderlich wäre. Ich denke, ich habe gut 30 volle Ordner, nur mit Widerspruch, Arztgutachten, Pflegegutachten, Krankenkasse, Ämter, die ständig, jeden Tag fast, außer natürlich am Samstag, Sonntag, muss ich daran arbeiten. Und wenn ich es unter der Woche wegen der Schmerzen nicht geschafft habe, dann muss ich es mit ins Wochenende nehmen, obwohl ich das wie alle Arbeitenden auch dringend bräuchte. Das sind stundenlange Briefe und Telefonate, die entwürdigend und entmutigend sind. Es wird einfach immer unterschwellig Sozialbetrug unterstellt. So als würde ich was beantragen, was mir nicht zusteht. Dabei lügen oder betrügen, das ist fürchterlich. Und wie nackig man sich machen muss gegenüber den Ämtern, das kennen ja Hartz-IV-Leute schon. Aber beim Sozialamt ist es noch schlimmer. Und beim Cannabis-Antrag war es noch schlimmer. Unglaublich, was man da für Fragen beantworten muss. Ich denke, wenn alle, die eine Diagnose bekommen, gleich ein Infoblatt bekämen,
wo drin steht, was ihnen alles zusteht und wo sie das beantragen können und welche Person sie eventuell noch unterstützen kann. Wenn einem das einfach zusteht, ohne Kampf, das wäre eine große Erleichterung. Wenn einem Schmerzen geglaubt werden und nicht unterstellt werden, dass man die vorgibt, wäre eine große Erleichterung. Ich habe zum Beispiel trägerübergreifendes persönliches Budget beantragt. Das bedeutet, ich bin die Arbeitgeberin meiner Assistenz. An sich müsste ich das nur an einer Stelle beantragen und die Ämter arbeiten miteinander. Tatsächlich musste ich das an mehreren Stellen beantragen und führe auch mit mehreren Stellen Korrespondenz. Und jedes Jahr muss ich es neu beantragen. Und mein Sozialamt zum Beispiel arbeitet so viele Monate an meinem Antrag, dass der halbe Bewilligungszeitraum durch ist, bevor die überhaupt was entschieden haben. Wenn ich dann in Widerspruch gehe, arbeiten sie noch mal so lange dran, dass der Bewilligungszeitraum fast zu Ende ist. Dann könnte ich eine Klage einreichen. Das braucht Jahre, bis die überhaupt vor Gericht kommt und verhandelt wird. Dann ist der Bewilligungszeitraum eh vorbei. Das ist ad absurdum. Das ganze Verfahren funktioniert überhaupt nicht so. Ich finde es wichtig, nicht aufzugeben und sich nicht völlig entmutigen zu lassen, sondern immer wieder Kraft zu schöpfen, zum Beispiel durch soziale Kontakte und durch die Freude am Leben und die Freude am Schaffen, sich zu vernetzen und weiterzumachen. Und es gibt natürlich auch viele Suizide unter behinderten Menschen. Ich behalte mir das auch vor. Wenn ich eines Tages nicht mehr kann, werde ich mir das Leben nehmen. Zum Beispiel, bevor ich in ein Pflegeheim muss. Zum Abschluss gibt es wieder etwas Musik. Philip and Friends spielen und tanzen für euch das Lied Island of Love von Elvis Presley. Island of Love, ein Musikvideo. Lovely princess of the island, Kauai, island of love. Listen, can't you hear it calling? Aloha, aloha, welcome my love. Palm trees gently do the hula, while the slaves, the waves rush in to kiss the soul. Heaven is another name for Kauai, island of love. Kauai, island of love. Kauai, island of love. Let's Kauai, island of love. Das war die 4. Ausgabe des Videomagazins Das bin ich. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Das Video-, Film- und Musikprojekt Das bin ich geht damit zu Ende. Wir hoffen, dass wir es irgendwann fortsetzen können. Hier nun die beteiligten Filmemacherinnen und Filmemacher. Der Abspann läuft, die FilmemacherInnen und ihre Filme. Wer ist hier behindert? Von Doreen Lisson und Linus Bade. Sprecher Jörg Zielske, Chris Aflor. Projektfotos Gabi Köpsel. Im Behördendschungel von Linus Bade. Geld, Blind in Berlin von Silja und Guido Korn. Das Prader-Willi-Syndrom von Bien Nguyen Tan und Karl Lindner. Stress von Gila Stromer. Unteilbar von Nawa Ali.
Leicht wählen von Linus Bade und Christian Specht. Clueless von Binh Nguyen Thanh und Philipp Ebert. Zweite Kamera Mike Engel. In die Ecke abgestellt von Yvonne Köpnick, Adrian Sinani und Ulrich Behrens. You Are the Champion, ein Trickfilm von Hannah Mauermann. Stimme Gabi Köpsel, Sprecher der Audiodeskription Andreas Krönke. Der Antrag von Gila Strömer, Marie Bühler, Ulrich Behrens, Hannah Mauermann, Gabi Köpsel und andere. Regie Mike Engel. Zweite Kamera Binh Nguyen Thanh. Vielen Dank an das Wohnheim Wilmersdorf des Union Hilfswerk. Island of Love, ein Musikvideo von Philipp Ebert, Jochen Möhlhoff, Manfred Jobke, Silja Korn, Evelyn Kaufmann. Musik Elvis Presley, Leitung des Trickfilm-Workshops Massoud Panachi, Leitung des Fotokurses Holm Bieräugel. Untertitel Helga Rast, Michael Klotzbücher. Sprecher Ferdinand Wanslebe. Titelmusik Nauer Ali, Altiplano. Anmoderation Marie Höpfner vom Verein Mock 61 e.V. Audiodeskription Hannah Mauermann. Ulrich Hinzmann, Binh Nguyen Thanh. Gebärdensprachübersetzung Xenia Witriak. Konzeption, Organisation, Schnitt und medienpädagogische Leitung Volker Hoffmann. Wir bedanken uns bei unseren Kooperationspartnern Begegnungszentrum Integral und Kaffee Magie. Das Projekt Das bin ich wird gefördert durch die Aktion Mensch.